Es gibt pauschal gesehen keinen Fachkräftemangel, sondern es gibt unterschiedliche Prioritäten. Die Arbeitnehmerinnen wollen mehr Urlaub, die wollen mehr Freizeit. Die Menschen unterschreiben die Verträge und hoffen, dass die Stelle sich so entwickelt, wie sie sich selber erdenken. Aber die Stelle ist nicht, wie man sie sich erdenkt. Sie ist genauso, wie sie ausgeschrieben ist. Und das ist das Problem. Welche Lösungsansätze es gibt, das möchte ich herausfinden. Fest steht, der Arbeitsmarkt in Deutschland steht unter Druck. Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag können 48% der Unternehmen offene Stellen langfristig nicht besetzen. Insgesamt fehlen 1,6 Millionen Fachkräfte, was eine riesige Herausforderung für den Arbeitsmarkt darstellt. Ich bin in Rötha unterwegs zu einem Recyclingunternehmen und das sucht neue Mitarbeitende. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das keine einfache Aufgabe. Seit 2 Jahren ist das Recyclingunternehmen hier am Standort tätig. Ein zertifiziertes Fachunternehmen für die sichere Entsorgung elektronischer Geräte, erzählt mir Business Development Managerin Therese von Alten. Das Startup übernimmt nicht nur die fachgerechte Entsorgung, sondern auch die Wiederverwertung ausgedienter IT-Geräte und die sichere Vernichtung sensibler Daten. Jede Firma hat ja IT-Geräte, mit denen sie arbeiten, weil wir alle irgendwie an unseren Computern arbeiten. Und irgendwann werden die entweder ausgetauscht oder nicht mehr verwendet. Und da kommen wir dann ins Spiel, weil es eben wichtig ist, dass die Daten sicher dass die zerstört werden. Genau, und das machen wir hier. Das heißt, die Geräte, die hier sind, die kommen alle aus unterschiedlichen Firmen, die uns beauftragt haben und die uns das Vertrauen geschenkt haben, sozusagen, dass wir ihre Geräte entweder weiterverwenden oder die eben sicher entsorgen. Wie diese sichere Entsorgung beim Leipziger Start-up genau funktioniert, das lasse ich mir heute zeigen. Also das ist unser Sicherheitsbereich, in dem die Datenträger zerstört werden. Das heißt, die Datenträger kommen hier ganz an, meistens in solchen Sicherheitsboxen. Die Datenträger werden hier in dem Sicherheitsbereich zerstört. Das heißt, die werden von einem ganzen Datenträger in ganz kleine Kleinteile zerschreddert, sodass sie nicht wieder herstellbar sind und dass die Daten so unwiderruflich zerstört sind. Wie nennt man den Beruf, den er hier ausübt? Das ist kein spezialisierter Beruf, aber das ist eben, er ist der Schredderbeauftragte hier. Er ist die Person, die sich hier mit dem Schredder auskennt und die eben darauf spezialisiert ist. Wie viele Menschen arbeiten denn hier eigentlich? Insgesamt, wir haben auch viele Leute, die eben hier sortieren. Wir sind insgesamt gerade so 10 Leute. Genau, aber wir sind auch ständig am Wachsen. Okay, und Sie suchen ja wahrscheinlich dann, wenn Sie wachsen wollen, nicht nur Schredderbeauftragte wie ihn, sondern? Wir suchen auch Leute im Vertrieb bzw. im Business Development Management, was eben so mein Bereich ist. Das heißt, wir suchen Leute, die im Endeffekt mit mir die Kunden betreuen und sich eben auch um neue Kunden kümmern. Das heißt, die Kundenakquise machen, aber eben auch schauen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln können und was eigentlich wirklich unsere Kunden brauchen. Das Startup bietet seinen bestehenden und auch künftigen Mitarbeitenden große Entwicklungsmöglichkeiten, heißt es. Denn das Team um Therese von Alten hat ambitionierte Wachstumspläne. Der Arbeitgeber verspricht einen fruchtbaren Boden für kreative Ideen und viel Freiheit, um sich als Arbeitnehmer aktiv ins Unternehmen einzubringen. Klingt vielversprechend. Jetzt sucht ihr als Unternehmen neue Mitarbeitende. Wie gut klappt das denn? Ich glaube, Fachkräftemangel bedeutet auch, dass es schwierig ist, die richtigen Fachkräfte zu bekommen, die zu unserer Mission passen. Das ist wie eine Beziehung. Da müssen wirklich zwei Parts sehr gut zueinander passen, damit man gemeinsam wachsen kann. Und die Kommunikation muss auch gut laufen. Und deswegen ist es uns super wichtig, jemanden zu finden, der nicht nur qualifiziert ist, sondern jemand, der genau zu uns passt. Und für einen guten Recruiting-Prozess, also für einen Prozess, in dem wirklich die richtigen Leute angesprochen werden, da muss man Energie reinstecken. Und da muss man auch Arbeitsstunden reinstecken. Und das sind einfach welche, die ich in diesem Start-up, in diesem Bereich gerade nicht zur Verfügung habe, weil ich sie eben in den Kundenkontakt stecke, weil ich sie in den Outreach, in den Vertrieb reinstecke. Deshalb hat sich die Jungunternehmerin Unterstützung gesucht und ist bei Suzette Germer fündig geworden. Die Leipziger Personalvermittlerin hat bereits in zahlreichen Unternehmen gearbeitet und kennt die Herausforderungen sowohl aus der Arbeitnehmersicht als auch aus der Perspektive der Arbeitgeber. Denn sie leitet heute selbst ein Unternehmen, eine eigene Personalvermittlungsagentur.
Wir führen natürlich sehr viele Gespräche. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Also wir müssen eine gewisse emotionale Intelligenz besitzen, um zu verstehen, was ist denn die Priorität des Gegenübers? Was ist die Priorität des Unternehmens? Ja? Wie sieht die Stelle genau aus, die besetzt werden soll? Was sind die Aufgaben dieser Person, die wir suchen? Ist es eine extrovertierte Person? Ist es eine introvertierte Person? Ist es im Vertrieb sehr ausschlaggebend. Ja? Und das sind Fragen, die das Unternehmen sich stellen muss, bevor es anfängt, eine Stelle auszuschreiben. Von der Organisation von Mitarbeitergesprächen bis zur Urlaubsplanung. Suzette Germer unterstützt das junge Unternehmen in allen Personalfragen. Besonders für Startups, die ihren Weg noch finden, sei eine durchdachte Personalplanung essentiell, da sie die Grundlage eines Unternehmens bilde. Bei der Suche nach Fachkräften komme es besonders auf die Ehrlichkeit der Arbeitgeber an, vor allem bei der Gestaltung der Arbeitsstellen. Mit Illusionen zu arbeiten ist immer ein bisschen schwierig, deswegen sollte man immer ehrlich zu sich selber sein und zu den potenziellen Bewerberinnen. Ansonsten schafft man diesen Spagat zwischen Arbeitnehmerinnenperspektive und Unternehmenperspektive einfach nicht. Den von Politik oftmals verwendeten Begriff des Fachkräftemangels gebe es laut Suzette Germer nicht. Das eigentliche Problem seien unterschiedliche Erwartungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie eine unklare Kommunikation. Und eine Stelle entwickelt sich. Also eine Stelle, die man ausschreibt, ist nicht von Anfang an klar gesetzt. Die wird gemeinsam geschaffen. Und das ist eben der Mehrwert, der entsteht in so einem Austausch mit einem Recruiter und mit einem Unternehmen. Doch das werde bei den Bewerbungsprozessen oft vernachlässigt. Ob hier im Leipziger Startup oder bei der nächsten Jobsuche, Suzette Germer hat wertvolle Tipps, damit es im Job erfolgreich klappt. Also die klassische Frage ist, die sich jeder stellen muss: Was ist mein Traumjob und wie sieht der eigentlich aus? Was bin ich bereit zu geben? Also ist das eigentliche Problem, dass wir uns selber gar nicht über diese Frage Gedanken machen. Genau, also wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, muss ich mir immer die Frage stellen: Stimmt das, was ich dort lese, für mich mit meinen Prioritäten überein? Ja oder nein? Bin ich bereit, die Perspektive zu öffnen und zu sagen, okay, ich möchte gewisse Dinge anpassen, ich bin gewisse Dinge bereit zu opfern. Ich sage jetzt mal, wie viele Überstunden möchte ich denn machen? Dann muss das Unternehmen sich wieder fragen, wie viele Überstunden kann ich überhaupt in den Lohn integrieren? Ja? Wie viele Überstunden kann ich bezahlen? Fallen diese Überstunden auch ab? Sind es mehr Überstunden? Und darüber muss man sprechen. Personalvermittlerin Suzette Germer sieht Kommunikation als Schlüssel, um mehr Bewerber zu gewinnen und hofft auch diesem Leipziger Unternehmen hier weiterhelfen zu können. Ja, was ich gelernt habe, ist, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber besser miteinander kommunizieren, ja, dann sorgt das für ein besseres Miteinander auf Arbeit. Und wenn dann Personalberaterinnen dazukommen, dann kann das ziemlich gut helfen.